Servus und grüß euch zur 6. Episode von Humaldo TV, die wahrscheinlich politischste Humaldo TV-Folge aller Zeiten, weil, wie man da schon sieht, wir haben heute den 9. November 2016. In diesem Moment entscheidet sich die US-Wahl zwischen Hillary Trump und Donald Clinton. Ja, es ist zurzeit 80% ausgezählt und es schaut aus, als würde dieser Trump gewinnen. Ganz wertefrei. Eine interessante Entwicklung. Aber wir haben ja Regionalpolitik zu verzeichnen. Es haben sich Fälle von Regionalpolitik gehäuft. Die Polizei ist informiert. Also regional im weltweiten Sinn. Ich habe da was Schönes bekommen. Ich habe in der letzten Episode die Wahlkarte vor laufender Kamera beantragt. Die habe ich gestern geliefert bekommen. Und ich werde jetzt das, was ich letzte Woche begonnen habe, werde jetzt zu Ende führen. Nämlich ich werde dieses ganze Wahlkartendebakel und ich werde jetzt mal auf Herz und Nieren prüfen, ob diese Wahlkarte wirklich so eine undemokratische Hürde ist, die eine ganze Republik über ein halbes Jahr lang in Panik und Aufregung versetzt. So, ja, okay. Das war kein Anfechtungsgrund, ich habe die schon vorher geöffnet gehabt, aber noch nicht entnommen. So, und jetzt entnehme ich also so sieht der Inhalt einer eines Wahlkartenkuverts aus. Schauen wir nochmal rein. Ja, ist leer. Was ist drinnen? Das ist ein Unboxing. Bundespräsidentenwahlkarten-Unboxing. Ja. Der Inhalt, es ist kein Netzteil dabei. Okay, es ist einmal Informationskarte ist dabei. Also Informationsblatt. Da steht einmal alles, was dabei ist, bla bla bla, wie es funktioniert. Das heißt in schön großer Schrift. Eigentlich jedem, der der deutschen Sprache mächtig ist, sollte das klar sein. Aber es ist schon ein bisschen Wall of Text. Das heißt, wenn das ganze Internetseite war, hätte ich wahrscheinlich schon weitergeklickt und hätte einfach das nächstbeste angeklickt. Dann ist ein weiteres Kuvert dabei. So ein beigefarbenes Kuvert. Und nur ein drittes Kuvert. Oh mein Gott, das heißt, das ganze Ding besteht in Wirklichkeit aus 1, 2, 3, 4, 5 Einzelteile. 5 Einzelteile. Das ist der amtliche Stimmzettel. Wahl des Bundespräsidenten am 4. Dezember 2016. Für gewählten Wahlwerber im Kreis ein X einsetzen. Der Ing Norbert Bellen und der Dr. Alexander van der Hofer. Diese beiden Herrschaften da wollen gewählt werden. Das ist ja ureinfach. Letztes Mal war das alles noch komplizierter. Also da war doch so ein Feld mit einer Lasche drüber, das hast du anziehen müssen, bla bla bla. Die haben es schon versimplifiziert, also sie haben daraus gelernt. Ich werde mir das schnell durchlesen, aber nicht vor laufender Kamera, sondern vor stehender Kamera. Die Kamera wird jetzt mal eine rauchen. Ich habe mir das jetzt einmal durchgelesen und war kurzzeitig mal ein bisschen verwirrt, weil ich habe das letzte Mal auch schon mit Wahlkarte gewählt, direkt im Wahllokal. Und da hätte ich eigentlich nämlich das noch nicht ausgefüllt gehabt. Ich bin einfach hingegangen mit dem ganzen Biberbo da und dann war der Herr dort relativ überrascht, warum ich da mit einer Wahlkarte daherkomme und warum die nicht ausgefüllt ist. Dann habe ich rausgehen müssen, das Ganze ausfüllen, in das beigefarbene Kuvert stecken und dann habe ich es erst wieder abgeben müssen drin. Aber da in diesem Beipackzettel steht jetzt, dass wenn ich mit der Wahlkarte in einer Wahlbehörde wähle, dann übergebe ich den Wahlleiter die Wahlkarte und weise meine Identität nach. Der Wahlleiter entnimmt anschließend den amtlichen Stimmzettel. Der entnimmt den amtlichen Stimmzettel sowie das inliegende beige Kuvert und händigt Ihnen den amtlichen Stimmzettel und anstelle des beigen Wahlkuverts ein blaues Wahlkuvert aus. Dann mache ich die Stimmabgabe in der Wahlzelle und lege das Wahlkuvert ganz normal in die Urne. Und das ist eigentlich komplett anders wie beim letzten Mal. Wie gesagt, beim letzten Mal habe ich das Ding ausgefüllt hinbringen müssen. Ja. Na cool, dann war es das eigentlich schon wieder. Das heißt, ich werde einfach nur bis zur Wahl warten und mit dem ganzen, also mit diesem Kuvert einfach ins Wahllokal gehen. In der letzten Episode habe ich mich ja sehr gewundert, was eigentlich diese Bürgerkarte ist oder diese Handysignatur, die angesprochen worden ist, wie ich diese Wahlkarte beantragt habe.
Und der Herr Frank Einstein, wieder so ein Herr mit einem lustigen Namen, ob das sein wahrer ist, wahrscheinlich nicht, keine Ahnung, hat gemeint, die Bürgerkarte ist dasselbe wie die Handysignatur, nur halt eine andere Hardware. Unerlässlich für digitale Behördenwege, spart massiv Behördenwege. Das hilft vielleicht auch gegen Erkältungen. Der Max Steckbecken hat dann nur ein kurzes Rezept gepostet, was eventuell sehr nützlich sein könnte in dieser kalten Jahreszeit. Bürgerkarte.at, da ist das Ganze wunderbar erklärt. Es gibt diese Handysignatur. So funktioniert die Handysignatur. Schauen wir mal, was das ist. Da muss ich mir beim Einloggen auf Handy drücken und dann kriege ich anscheinend einen PIN zugeschickt. Dann muss ich diesen PIN eingeben. Ja, und dann habe ich mit Handy eingeloggt. Das klingt ja recht easy. Ich möchte darauf hinweisen, wie geil diese Illustrationen sind. Mit Paint gemalt. Hat alles einen richtigen tollen Charme. Da weiß man, wo die Steuermilliarden hingehen. Und dann gibt es noch die Bürgerkarte. So funktioniert's. Ha, die Bürgerkarte ist witzig. Also diese E-Card und die Voraussetzung ist, man braucht einen Kartenleser. Da kann man dann, wenn man sich einloggt auf diese ganzen Behördenseiten im Internet, braucht man nur in dieses Kartenlesegerät, das jeder durchschnittliche Österreicher bei sich neben am Computer gleich stehen hat, einfach die E-Card durchziehen und es ist alles einfach und easy. Dann schauen wir kurz mal, wie diese Auswahl, was bei der Auswahl los ist. 81% ausgezählt, der oder die Hillary Trump führt. Und der oder die Donald Clinton ist schon ein bisschen hinten. Das ist einmal, ohne da irgendwie eine Partei zu übernehmen, eine sehr interessante Entwicklung. Ja, und ich denke, das war's schon wieder für heute. Das ist, wie gesagt, die politischste Folge, die ich jemals geplant gehabt habe. Ich habe jetzt nicht vor, Politik in diesem kurzen Humaldo-TV-Format sehr stark zu behandeln, weil es doch ein Thema ist, mit dem man sich mehr beschäftigen müsste. Ich bin der Meinung, man müsste da wirklich fundiert informieren, viel recherchieren, viel mit Menschen sich austauschen, sich eigene Meinung bilden, nicht einfach nur auf die Schnelle irgendwelche Meinungen vertreten. Deswegen werde in meinem doch eher zur Unterhaltung geplanten Format eher wenig über Politik reden. Das heißt, das hätten wir jetzt auch hinter uns, diese ganze Politik, und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und hoffen wir, dass diese politischen Ergebnisse, wie sie auch ausfallen werden, unser Leben nicht negativ beeinträchtigen. Gut, dann bis bald und schönen Tag. Ciao.